Boah, ich kann es gar nicht glauben, Leute. Ich war wirklich richtig shoppen. Nein, ich war nicht bei Ikea, aber ich habe hier so einiges Material eingeshoppt für so ungefähr 100 Euro. Ich habe da einen ganzen Sack, Ikea-Sack voll mit Werkzeug drin und das wollen wir uns heute einfach mal anschauen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich dort einkaufen war. Jetzt aber erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und das Thema heute, das hat mich selber überrascht, denn bei uns hat eine Action-Filiale in der Nähe aufgemacht und endlich mal dieser Action. Und es gibt so viele YouTube-Videos über so Action-Videos und ich konnte es nie machen, weil wir kein Action in der Nähe hatten. So. Jetzt hat einer aufgemacht, ich habe gedacht, fährst du hin? Wie gesagt, es gibt viele Videos im Netz über solche Tests, über solche Werkzeugtests von Action. Das ist einfach nur Billigwerkzeug und normalerweise meine Sicht teilweise ist, wer billig kauft, kauft zweimal. Aber wir wollen uns das jetzt trotzdem mal anschauen. Ich möchte dem Ganzen eine Chance geben. Deshalb war ich mal so richtig shoppen und habe eine ganze große Ikea-Tüte voll mit Werkzeug und Werkstatthelfer einfach mal gekauft, um es mit euch einfach mal anzuschauen. Ich habe es da so roundabout so an die 100 Euro ausgegeben. Ich weiß nicht, ob wir das so heute in diesem Video alles komplett durchkriegen, aber wir wollen da einfach mal langsam anfangen und einfach mal so ein paar Sachen rausholen. Ich habe es noch nicht ausgepackt und ich bin selber gespannt, was mich dort erwartet. Da sind auch Elektrogeräte dabei und ich würde einfach mal sagen, wir starten gleich mal rein. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir heute in diesem Video alles komplett schaffen, aber wir werden einfach mal sehen. Start mal rein, fassen wir dann mal in die Kiste rein. Ich habe hier ein kleines Multitool, das werden wir mal auspacken. Ihr kennt dieses kleine Multitool, solche Schleifdinger hier. Und 8 Volt Lithium-Akku, 1,5 Ampere mit Zubehör für 19,95 Euro. Und das finde ich mal einen richtig guten Preis. So, mal ausgepackt, ist ein super kleines handliches Gerät, muss ich sagen. Was waren das jetzt? 1,5 Ampere, 8 Volt mit USB zum Laden, alles gut. Und noch sogar Zubehör dazu mit so verschiedenen Schleifsteinen, mit alles möglichen Aufsätzen und. Finde ich schon mal gar nicht schlecht, einfach gesagt. Was kann das Gerät? Wir können es einschalten und vor allem noch, wir können es von der Geschwindigkeit auch noch regulieren. So, schauen wir mal. Top. Also auf den ersten Blick finde ich jetzt ist gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir diesen Knopf zum Arretieren dieses Teils hier oben, der Spannzange. Und jetzt schauen wir mal die Spannzange an. Das ist natürlich jetzt nur, hier im Lieferumfang ist kein anderer enthalten. Sprich, ich kann dann nur eine gewisse Größe reinmachen. Und zwar ist das hier diese Größe, das sind die Standardgröße. Ich sehe da noch LEDs. Sind da noch LEDs dran? Wenn ich da einschalte. Ja, genau, seht ihr das mal? Da habe ich auch noch eine kleine Beleuchtung da, die wirklich nicht nur auf einer Seite ist, sondern rundum ist. Also habe ich auch noch eine sehr gute Beleuchtung. Jetzt hole ich mal mein Top-Gerät her, was ich normalerweise verwende. Und zwar ist das mein Bosch hier. Das ist mein Lieblingsgerät hier. Das ist 12 Volt und ist noch stufenlos auch noch regelbar. Das ist mein Top-Gerät, da kann ich auch die Spannzange oben austauschen von verschiedenen Größen. Aber ihr müsst natürlich jetzt schon mal bedenken, boah, das ist ein krasser Unterschied vom Gewicht. Ihr müsst auch bedenken, dass dieses Gerät ja sowas von sackteuer ist. Also ich kann es euch alles nochmal unten verlinken. Aber das ist natürlich jetzt teuer. Aber was mir jetzt auch gerade auffällt, wenn ich jetzt dieses Gerät hier so halten würde, so als Stift, da habe ich natürlich hier mit diesem Bosch schon ein bisschen ein Problem, weil das natürlich schwer ist und auch größer ist. Ihr seht jetzt mal diesen Größenunterschied, was ich hier habe. Könnt ihr das sehen? Jawohl. Und das ist natürlich schon sehr, sehr handlich, muss ich sagen. Das ist eher so als Stift gedacht für kleine Sachen. Und natürlich, ja, der hat auch ein bisschen mehr Power, das ist ganz klar. Der hält auch viel länger durch und ja, top. Aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht beschweren. Jetzt wollen wir mal irgendwas schleifen mit dem Ding, ob er dann in die Knie geht, von der Drehzahl her. Schauen wir mal. So, was zum Beispiel in Graten oder so, gehen wir mal, na, da brauchen wir gar nicht volle Power. Also das geht auf jeden Fall.
Also Leute, das Ding funktioniert, das geht auch nicht wirklich in die Knie mit der Drehzahl her, alles in Ordnung. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange das Ding hält oder wie lange der Akku hält, aber so auf den ersten Blick von der Handlichkeit für 19,95 €, Leute, ist es absolut wirklich in Ordnung. Wie gesagt, Länge, Haltbarkeit und sowas kann ich nicht sagen, aber für kleine Arbeiten, für wirklich kleine Arbeiten, hier irgendwas einzufräsen, einzugravieren irgendwo, ist es absolut in Ordnung, kann man sagen. Also da kann ich mich gar nicht beschweren. Was meint ihr zu dem Ding? Hat es jemand von euch schon mal sich gekauft? Weiter geht's. So, holen wir mal 2 Artikel gleich mal raus. Was jede Werkstatt braucht, sind so Zwingen, solche Spannzwingen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt hier eine gefunden, 95 Cent. Und das Ding ist mal richtig kräftig hier. Und ich habe jetzt noch mal 2 andere gefunden für 3,99 €. Und die können special was. Und das schauen wir uns auch mal an. Also packen wir es mal aus. So, die ganz einfache. Für 95 Cent kann man überhaupt nichts sagen, wenn man mal die Qualitätszwingen anschaut. Und ich schaue jetzt mal so, von der Qualität her finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, ein bisschen in Graten oder so. Das Ding ist hier bewegbar oben, die Auflageflächen. Es ist klar, wenn es ein bisschen schräg ist, ist auch top. Und ich sage jetzt mal für 95 Cent, ja, Lidl Aldi Norma hat das Ganze auch im Programm teilweise. Da sind sie aber ein bisschen teurer. Und ganz ehrlich, das Ding hat eine Kraft. Boah. Ja, ich bin glaube ich ein Weichbiber, hey, Wahnsinn. Jetzt schauen wir mal. Oh, okay. Das ist schon richtig heftig, was die Kraft hat. Es steht leider nicht drauf, wie viel Kraft die hat, aber der Spann maximal 70 mm kann ich da einspannen. Das wollen wir einfach mal schauen, irgendwas festspannen irgendwo. Das ist schon top. Boah, da muss man schon ganz schön drücken, hey, das ist Wahnsinn. Also ich setze ganz ehrlich teilweise auch vom Lidl irgendwelche ein, die sind auch ganz gut, muss ich sagen. Aber es sind definitiv teurer und für 95 Cent ist es echt nicht schlecht. Wie lange die hält, kann ich natürlich nicht sagen, ob die irgendwann mal brechen wird, aber ich glaube nicht. Das Material ist echt sehr stark und es ist wirklich guter Kunststoff. Und jetzt schauen wir mal, das ist schon ziemlich kräftig, muss ich sagen. Also echt, kann man sich eigentlich auch nicht beschweren über diese Zwinge. Jetzt haben wir aber noch 2 andere Zwingen hier und die kosten, muss ich nochmal nachschauen, 3,99 € kosten die. Warum kosten die jetzt mehr als die andere? Ganz einfach, weil die noch eine Special-Funktion haben. Ihr seht es jetzt gerade hier, da sind solche Schieber drin und da kann ich jetzt ganz einfach die Auflagefläche, die Spannfläche kann ich jetzt einfach verlängern. Schaut euch mal das an. Also ich kann die jetzt wirklich verlängern. Hält es auch? Es ist eigentlich relativ stabiles Plastik. Also ich kann hier drücken, es zerbricht nichts. Also ist schon mal top. Wozu ist sowas gut? Jetzt mal ganz ehrlich, manchmal kommt es ja gar nicht, wenn ich jetzt hier irgendwas zwingen will, komme ich ja gar nicht mal hin, Schatz. Ihr seht es jetzt gerade, ich komme da ja nicht hin. Und wenn ich jetzt mit der langen da, mit der ausfahrbaren, schaut's mal, und ich komme dann eigentlich schon besser hin. Also ich habe da einfach eine tiefere Spannfläche, wo ich das Ganze festspannen kann. Also das finde ich jetzt auch eine gute Idee. Braucht man das? Ja, manchmal braucht man es schon, oder? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr auch mal in die Kommentare reinschreiben. Weiter geht's und fassen wir mal in die Kiste rein. Ein Flip-Messer, ein Flip-Teppichmesser. Das ist richtig cool, weil ich habe mein Lieblingsmesser, das habe ich hier immer dabei. Das ist von Milwaukee. Das Fastback kann ich euch auch mal verlinken. Ist richtig teuer, aber ist auch Top-Qualität. Ich mache einmal Flip und ich habe ein Teppichmesser hier. Richtig cool, Flip und zu und kann es dann einstecken. Ist richtig klein. Und hier haben jetzt hier so eine Art, ich sage jetzt mal Kopie, für 5,98 € im Gegenzug zu, ich glaube, circa 27 € für dieses gute Messer hier von Milwaukee. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Jetzt schauen wir mal, nehmen wir gleich mal unser Messer dazu, um das aufzuschneiden und schauen uns mal diese, sagen wir, ist das eine Kopie? Nö. Also auf jeden Fall so ein ähnliches Messer hier und schneiden das Ganze einfach mal auf. So haut das gute Stück jetzt hier aus. Es ist von der Qualität her, ja, passt eigentlich, 5,98 €, mein Gott, alles in Ordnung. Was kann man denn noch alles machen? Hier ist dieser Knopf zum Einklappen, aber, also ihr kennt es ja praktisch, vielleicht kennt ihr dieses Flip-Messer hier, zack, auf und dann habe ich es richtig schnell drauf, zu, klapp und habe ich hier noch einen Schraubenzieher mit drin, den man drehen kann, Kreuz und Schlitz, kann ich auch noch einklappen, habe mehrere Funktionen, habe noch einen Flaschenöffner dabei und so weiter und so fort und einen Haken zum Einhängen in die Hose. Das finde ich schon mal richtig gut und sorry Leute, ich dachte jetzt echt, also Ersatzklingen sind auch noch mit dabei, ein paar Stück.
Ich dachte jetzt echt, das ist ein Flipmesser, aber ganz ehrlich, da flippt gar nichts. Das kann man nicht flippen, also ja, da ist ein Widerstand da. Also man muss da den Knopf drücken und das Ganze einklappen. Und hier ist ein kleiner Hebel, wo man es dann festheben kann. Also es funktioniert auf jeden Fall. Was haben wir denn da noch? Da haben wir noch einen Flaschenöffner mit dabei, den wir ausziehen können. Und hier können wir noch was zum Abisolieren nehmen, also zum Kabel rausziehen. Haben wir bei dem Messer auch mit dabei. Wenn man es einklappt, seht ihr hier, dann haben wir hier so eine Einkerbung da. Genau, Seile, Kabel oder sonst irgendwas können wir da benutzen. Aber, sorry Leute, ich dachte echt, das ist ein Flipmesser. Ist es jetzt aber nicht. Aber ich sage jetzt mal, boah, mein Gott, ach, alles gut. Alles in Ordnung. Also ich mag das ist mein absolutes Lieblingsmesser. Das werde ich auch wirklich behalten. Aber ich sage jetzt mal gegen 5,98 sage ich da mal absolut überhaupt nichts dagegen. Der Vorteil zu dem Standard-Teppichmesser ist, dass es halt echt wirklich mehr Funktionen hat und viel leichter in die Hosentasche passt. Und für 5,98 ist es echt super. Ich habe ja noch Ersatzklingen dabei. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 3 oder 4 Ersatzklingen habe ich noch dabei. Also für den Preis absolut in Ordnung. Scharf ist es auch. Ja, und jetzt das mit der Hosentasche, meinte ich vorhin, schaut mal, das ist ein Standard-Teppichmesser hier. Und ihr seht mal, wie klein diese Messer hier sind. Und die passen definitiv tausendmal besser in die Hosentasche als dieses Riesending. Und deshalb mag ich diese Messer so. Und vor allem, zack, bei dem hier, bei dem muss ich halt einfach drücken. Aber es passt auch. Oh, das geht doch schneller als gedacht. Nächstes Produkt fassen wir einfach mal rein. Wenn wir schon beim Messer sind, dann schauen wir uns mal dieses 2-in-1 Multifunktionsmesser an. So, das ist dieses Multifunktionsmesser. Es hat 2 Funktionen, hat Ersatzklingen mit dabei. Wie viel kann ich jetzt nicht zählen, steht auch nicht drauf. Und kostet 4,99 € mit 5 Extra Blades. Also 5 Extra Blades noch dabei, da hier drin. So, und jetzt schaut mal, jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze meint hier. Wenn ich jetzt diesen Schieber vorschiebe, kann ich cutten, dann kommt das Messer praktisch raus in 2 verschiedenen Stufen. Alles gut. Und jetzt, wenn ich diesen Schieber nach vorne schiebe, also ich kann hier ganz normal mit dem Cuttermesser einfach cutten. Okay. Und jetzt schiebe ich das Ganze einfach mal noch weiter vor, noch eine Stufe. Und jetzt schiebe ich es weiter vor und jetzt dreht sich das Ganze und es wird zum Schaber. Und jetzt bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Also ihr versteht es, wie kann denn mein Teppich oder sonst irgendwas schneiden, wie auch immer, und kann dann auch nochmal zusätzlich hier irgendwelche Sachen schaben. Ich finde das natürlich sehr scharf alles, also mit dem Messer, aber alles gut. Und dann könnte ich jetzt schaben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Braucht man sowas oder nimmt man da einen Extraschaber dazu? Ich finde es jetzt eigentlich ganz praktisch. Von der Qualität her ist eigentlich auch noch in Ordnung vom Plastik her, wie jedes andere Teppichmesser auch. Mit einer Gummierung hier dran, dass ich nicht abrutschen kann. Alles in Ordnung und 5 Klingen damit dabei. Next, was ich versuchen wollte, sind diese Zwingen. Die braucht jeder, diese Einhandzwingen, die braucht jeder in der Werkstatt. Mal ganz ehrlich, aber ich bin auch ehrlich, ich habe mir auch nicht diese 70, 80 Euro teuren Teile immer gekauft, weil ich bin auch derjenige, der dann sagt, mein Gott, ich kaufe mir die teilweise, ich habe auch gute da, aber ich kaufe mir auch teilweise von Parkside welche. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber die haben mich noch nie im Stich gelassen, die von Parkside. Also da finde ich alles in Ordnung. Und jetzt wollen wir uns einfach mal diese Zwingen hier anschauen von Action. So, was kosten sie? 2,99 € auf den ersten Blick. Passen sie auch von der Qualität her, vom Plastik. Auf den ersten Blick schauen sie gut aus. Alles in Ordnung. Hier haben wir den Hebel zum Entspannen, zum Öffnen. Bisschen quietschen tun sie. Wird mich jetzt aber nicht stören. Alles in Ordnung. Wie viel Kilo sollen sie drücken? 70 Kilo. Und der Vorteil ist, dass ich das Ganze hier noch umdrehen kann. Ich kann hier, wie funktioniert das? Aha, öffnen. Kann das rausziehen. Kann das dann praktisch umdrehen. Wie dreht man das Ganze jetzt um? Okay, also praktisch dann so rum und hier hinten drauf auf diese Seite, genau, kann das Ganze wieder verschließen und kann dann natürlich damit auch auseinander pressen, also zum Pressen, finde ich auch schon mal gut. Kann man bei der Lidl auch machen. Passt schon mal. Also von der Qualität her 2,99 € noch alles in Ordnung. Ich kann euch natürlich nicht sagen, ob dieser Plastikgriff hier unten, ob der wirklich viel aushält und ab wann der bricht. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich möchte natürlich jetzt mich nicht verletzen, wenn ich da jetzt drücke ohne Ende.
Aber das ist schon mal sehr gut gedrückt und da ist schon sehr viel Widerstand dahinter. Also, ui. Also man braucht schon ziemlich Kraft. Das sind bestimmt 70 Kilo und das Ding ist nicht gebrochen. Wie lange es hält, keine Versprechen von mir. Ich finde die Zwinge jetzt aber für 2,99 € absolut in Ordnung. Können wir mal öffnen wieder das Ganze. Meine Lieben, es würde mich mal von euch interessieren, wir sind noch nicht fertig, um Gottes Willen, aber mich würde mal von euch interessiert, was haltet ihr von diesen Billigwerkzeugen? Teuer, doch günstig kaufen? Ich sehe es immer so aus zwei Sichten. Wenn es ein Hobbyheimwerker sich solche Werkzeuge kauft, ich meine, wir hatten bis jetzt noch absolut keinen Totalausfall. Auf Dauer kann ich darüber nicht reden, das ist mir ganz klar, wir haben es ja gerade erst gekauft. Also im Praxistest hatte ich es noch nicht. Aber ich sage jetzt mal für den Hobbyheimwerker, der jetzt ab und zu mal irgendwo ein bisschen was braucht, ein bisschen was schleifen will, hier so ein Cuttermesser, solche Zwingen braucht, hey, da braucht es ja nicht Hunderte von Euro ausgeben, weil wenn man jetzt mal Vergleichsqualitätsprodukte mal anschaut, die sind richtig teuer teilweise, halten zwar ewig lang, aber es war ja auch richtig viel Geld und wir sind jetzt da gerade mal ein paar Euro teurer weggekommen. Also wie gesagt, ich bin aber mal gespannt auf eure Meinung und schreibt es ja unten mal in die Kommentare rein. Wir machen jetzt aber weiter. Ich fasse es da mal rein. Oh ja, das ist auch noch sehr gut. Das sind Winkel. Winkel braucht man auch in der Werkstatt. Hier 90 Grad Winkel zum Anzeichnen. Packen wir das Ganze mal aus. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich habe da schon was vorbereitet. Jetzt wollen wir mal diese zwei Winkel einfach mal messen, ob die überhaupt im 90 Grad Winkel sind. Dazu habe ich so einen richtig, richtig teuren Winkel hier. Das hat eine DIN-Norm, der ist absolut genau, der ist genormt, dieser Winkel. So, das sind jetzt hier diese zwei Alu-Winkel, 90 Grad. Was kosten sie? 3,99 €. Einer ist 15 cm, einer ist 25 cm. Und Preis ist ja ganz in Ordnung, kann man sagen. Das sind einfach diese Standard, die gibt es im Lidl, Aldi, Norma auch. Ja, mit kleiner Wasserwaage mit dabei bei denen und bei dem hier auch. Alles in Ordnung, aber was bringt so ein Winkel, wenn er nicht genau ist und wenn es ein kleines Schätzeisen ist? Und das wollen wir jetzt einfach mal testen. Ich komme jetzt mal hier runter. Wie gesagt, das ist ein Winkel, der hier unten, das ist ein genormter Winkel. Und jetzt wollen wir das Ganze jetzt einfach mal hier hinhalten und einfach mal testen. Naja, ich sehe jetzt schon, dass das Ding nicht komplett gerade ist. Kann ich das euch vielleicht auch irgendwie zeigen? Also ich habe hier definitiv einen Lichtspalt drin. Schauen wir mal, Taschenlampe. Und jetzt seht ihr gerade selber, ich habe hier einen Lichtspalt drin, dass das nicht wirklich top ist. Müssen wir natürlich ein bisschen hindrücken hier alles. Ja, ihr seht hier unten habe ich mindestens 1 mm Versatz hier drin in diesem Winkel. Ja, also für grobe Arbeiten ist es absolut in Ordnung. Wenn ihr Feinarbeiten damit machen wollt, kann ich euch diesen Winkel definitiv nicht empfehlen. Für schnelle Messungen alles in Ordnung. Jetzt schauen wir uns mal den kleinen nochmal an. Wie viel der hier hat. Schön hindrücken. Also hier seht ihr, der Winkel, der kleine, der ist absolut genau. Also mit dem könnt ihr wirklich komplett gut messen. Alles in Ordnung. Aber mit dem großen, nee, nein, bei Feinarbeiten definitiv nicht. Wenn ihr grobe Arbeiten mal so anzeichnen wollt, alles in Ordnung, auf dem Bau oder so, da ist da der Millimeter Versatz, ist da überhaupt kein Problem. Aber bei dem Kleinen ist alles in Ordnung. Machen wir weiter in unserer Ikea-Tüte. Eigentlich passt es nicht zusammen. Ich kaufe bei Action ein und komme mit der Ikea-Tüte. Egal. So, was jeder brauchen kann, was ich aber auch brauchen kann, sind Taschenlampen. So, machen wir das Ganze mal weg. Die kleine Taschenlampe ist mit USB aufladbar, hat einen kleinen eingebauten Akku drin, kostet, jetzt haltet euch echt fest, 2,99 €. Hey Leute, das kann man immer mal mitnehmen. Taschenlampen braucht man immer. Jetzt mal ganz ehrlich, 2,99 €, echt top. So, das Ganze kann man nämlich aufklappen, die kann man nämlich hinstellen. Der hat nämlich zwei Taschenlampen drin, einmal hier eine, seht ihr das Ganze, dann drückt man nochmal drauf und dann hat man vorne noch eine kleine Taschenlampe drin, LED. Und man kann das Ganze noch aufhängen. Da gibt es noch einen Haken zum Aufhängen. Das muss ich aber ausmachen, sonst blendet es mich. Das hier den kleinen Haken.
Und das Coole ist auch noch, dass ich hier noch Magnet habe und ich kann sie auch noch zusätzlich, ja, sogar in beide Richtungen komplett aufstellen, inklusive Magnet unten dran. 2,99 €. Leute, ein Clip für die Hose kann man auch noch mitnehmen, an die Hose dranhängen. Hey, was will man da falsch machen? Gleich eingepackt, gleich mitgenommen und die kann ich definitiv gebrauchen. Jetzt schauen wir uns mal die große nochmal an und das Magnet probieren wir auch nochmal. So. Das ist auch eine, das hat so richtig schöne große LEDs mit drin, seht ihr gerade hier. Auch aufladbar mit USB. Ach, hat hier vorne auch noch eine Taschenlampe drin. Wo ist denn da der? Da unten ist der. Oh ja, ist schon richtig super hell, muss ich sagen. Wow, richtig gut. Drückt man nochmal drauf, wird es dunkler. Drückt man da nochmal drauf, kommt vorne die Taschenlampe. Ach ja, gucke mal. Das kann ich sogar noch eine rote LEDs drin. Also das könnte ich theoretisch auch im Auto haben. Wenn ich eine Panne habe, kann ich das Ganze aufs Dach stellen. Denn ich habe nämlich hier unten auch noch einen Magnet mit dran. Ich kann sogar das Ganze auch noch auf ein Stativ machen, sehe ich gerade mit der Schraube dran. Ich kann es hier aufhängen mit einem Haken hier. Ich kann es auch noch irgendwo hier hinklemmen mit dem hier. Und was kostet das ganze Ding hier? 4,95 €. Leute, nehmt das Ding mit, wenn ihr da beim Action seid. Die sind doch echt top. Ich glaube, das ist eine Autoabteilung irgendwo. Und das Ganze ist auch noch klappbar. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ich warte noch irgendwie so auf den kompletten Totalausfall. Momentan ging's noch. Jetzt kommen wir mal zum nächsten wieder. Ich habe da echt eingekauft, Wahnsinn. Das ist eine Winkelschmiede. Ja, Winkelschmiede, was kostet das Ding? 2,99 €. Also absolut wieder so gut wie nix, ganz ehrlich. Eine Winkelschmiede, ich brauche die ziemlich oft. Ich habe da eine richtig gute hier. Richtig gut aus Aluminium, richtig genau. Wollen wir gleich mal vergleichen. Tja, wozu braucht man das? Um Winkel anzuzeichnen, um Winkel zu übertragen. Zum Beispiel, ich messe hier einen Winkel aus und übertrage das Ganze an der Kapp- und Gärungssäge. Da nutze ich dann sowas auch gern dazu. Und ja, schauen wir mal dieses Ding an. Also das ist das erste Ding, ja, Plastik. So schaut die ganze Winkelschmiede aus hier. Also Öffnungsknopf zum Öffnen kann man das Ganze dann hier bewegen. Wir haben noch Gradangaben drauf, 45, 60 und hier auch noch 30. Wir haben noch eine Wasserwaage drin. Ja gut, die bräuchte ich theoretisch nicht. Wir haben auch noch so ein Teil zum Rausnehmen. Das ist dann dafür da, dass man das dann praktisch anlegen kann auf der gleichen Höhe. Das Ganze festziehen und dann hier lang streichen könnte. Man kann ja dann verschiedene Winkel anreißen, anzeichnen, wie auch immer. Also funktionieren tut's. Ich finde es halt, ja gut, hey Leute, 2,29 €, was kann man da überhaupt erwarten? Jetzt mal ganz ehrlich. Mir gefällt halt dieses Kunststoff nicht, aber für 2,29 € ist auch selbst der Kunststoff noch echt in Ordnung. Also mein Ding wird's ehrlich gesagt nicht. Ich glaube mal, wenn es bei mir zweimal runterfällt, ist es wahrscheinlich kaputt. Nein, es hält. Alles in Ordnung. Ja, wer nichts ausgeben will, alles in Ordnung, könnt ihr euch definitiv kaufen. Aber ich bin dann eher schon auf dieses Modell hier aus. Ist wirklich absolut Alu, ist richtig stabil, ist Edelstahl hier, alles toll. Auch so ein Stift, den kann man nicht links und rechts rausziehen. Nein, den kann man dann noch links und rechts hier verschieben, diesen Stift. Ich habe hier nochmal ein bisschen mehr Gradanzeigen drauf. Und das Rad ist wirklich total fest, da kann man nichts mehr bewegen. Bei dem hier, wenn ich es festziehe, ja, schaut's, kann ich trotzdem noch bewegen. Ich versuche es mal festzuziehen. Ja, geht trotzdem noch. Also man kann damit definitiv arbeiten. Die Winkel ablesen hier, denke ich mal, ist nicht so ganz genau. Aber Winkel zu übertragen, zum Beispiel für die Kapp- und Gärungssäge, funktioniert mit dem echt absolut auch. Also ich habe jetzt hier einen bestimmten Winkel, gehe jetzt an die Kapp- und Gärungssäge und übertrage diesen Winkel da. Funktioniert das ehrlich gesagt auch. Aber ich bleibe bei diesem hier. Aber ich kann ihn euch jetzt nicht wirklich schlecht reden, den Winkel, außer dass er halt wirklich aus Plastik ist. Bleiben wir gleich beim Messen. Ich habe hier noch einen Zimmermannswinkel. Ja, und sage und schreibe 3,99 € und den machen wir jetzt natürlich auch mal auf und schauen mal, ob der genau ist. Na, jetzt hat er.
Zimmermannswinkel aus Aluminium, schaut auch schon mal ganz gut aus. Was habe ich gerade gesagt? Vorhin 3,99 kostet er. Da können wir halt verschiedene Winkel einfach messen. Wir können da von 0 bis 90 Grad die Winkel anzeichnen, können die ganzen Winkel messen. Also dann tut man das an die Ecke anlegen, kann das Ganze dann praktisch rüberziehen und kann dann hier diesen Winkel ablesen, den man praktisch braucht oder anzeichnen will. Man kann dann auch verschiedene Sachen einfach anreißen. Also das heißt, hier sind Anreißecken drin. Man kann dann das Ganze anlegen und dann praktisch anreißen hier. So funktioniert es auch. Man kann dann auch den Steigungswinkel hier noch mit messen. Also alles in Ordnung. Ganz normaler Zimmermannswinkel. Und wollen das Ganze mal anschauen, ob der genau ist mit der Taschenlampe. Ich drücke das jetzt, naja, okay. Ganz leicht wackelt der und ich glaube, ich sehe jetzt schon ein kleines Licht, ein Spaltmaß hier. Ein Lichtmaß. Ich leuchte das jetzt mal durch. Ja, ihr seht es ist nicht hundertprozentig. Oben ist es so vielleicht mal, na, komischerweise liegt es irgendwie ganz anders an. Ihr seht es jetzt gerade, wenn ich hochfahre, unten bleibt es gleichbleibend und oben wird es ein Zehntel breiter. Also er ist nicht tausendprozentig. Aber mich wundert es, eigentlich müsste er dann praktisch hier unten nicht anlegen, weil hier ist nichts im Wege. Müsste eigentlich passen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Aha. Okay, also ich sehe hier gerade was. Ich glaube, das kann man kaum erkennen. Kann man mal scharf machen. So, wenn ich jetzt hier mal mit dem Fingernagel drüber fahre, dann spüre ich hier was. Also seht ihr das vielleicht sogar? Da sind so kleine Noppen drin. Ist es vielleicht vom Schneiden her oder was auch immer, vom Zusägen oder was auch immer? Hört ihr das? Ja, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Also da sind auf jeden Fall kleine Noppen dran. Ist es da hinten auch so? Nee, das ist absolut glatt, optimal. Also ich glaube mal, das liegt echt jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem hier nur liegt, ob ich dann einen schlechten erwischt habe. Aber hier, das ist dieses Zehntel, was ich hier nicht hinbringen kann. Also ihr seht es gerade, ich probiere da jetzt mal was. Nehmen wir mal so eine Pappe und wollen es da einfach mal zeichnen. Und ob ich das dann spüre. Ja, schon. Also ich spüre das sogar am Kuli. Aber der Strich ist gerade, passt. Aber ich spüre es trotzdem. Also ich bleibe da ganz leicht hängen. Okay, also der Zimmermannswinkel ist jetzt so nicht ganz schlecht, aber jetzt kommt dieses große Aber. Wenn ihr euch so einen Zimmermannswinkel kaufen solltet, bitte kontrolliert doch mit eurem Finger oder mit dem Fingernagel, ob beide Seiten glatt sind. Die Seite ist glatt, die Seite ist schlecht verarbeitet. Stopp, bevor wir jetzt weitermachen. Ich habe jetzt hier auch nochmal einen 45 Grad Winkel. Der ist auch DIN genormt hier nach Genauigkeitsklasse. Jetzt halten wir das Ganze mal rein, aber ich vermute schon, was jetzt passiert. Und zwar werden wir das gleiche Problem haben, obwohl das passt eigentlich relativ gut. Hier oben habe ich halt wieder das Problem mit diesen komischen Noppen, die da dran sind. Obwohl es hier ein bisschen weniger ist von den Noppen. Hier wird es ein bisschen mehr. Okay, aber dahin passt es eigentlich so weit. Ich meine, wie viel Präzision wollen wir erwarten für dieses Geld? Ja, also einfach nur darauf achten, ob ihr auch diese Noppen dran habt, wenn ihr diesen kauft. So, meine Lieben, ich glaube, wir müssen so langsam mal ans Ende kommen. Ich habe hier zwar noch einige Sachen in meiner Tüte hier drin. Wir haben jetzt so 11, 12 Produkte getestet und wir sind jetzt hier auf einen Gesamtpreis von 57 € gekommen. Was jetzt wiederum okay ist. Also ich sage jetzt mal so, einen Komplettausfall hatten wir jetzt nicht ganz. Ich sage jetzt mal so einen halben Ausfall hatten wir, weil es da 2 Artikel sind, mit diesem Winkel hier. Der ist jetzt bei mir aus meiner Sicht rausgeflogen. Er fliegt aber nur raus, weil wenn ihr Feinarbeiten machen wollt, dann nee, nicht wirklich. Für grobe Sachen zum Anreißen oder Anzeichnen oder zum Messen ist er absolut in Ordnung. Eins muss ich natürlich auch noch dazu sagen, mir ist es aufgefallen, dass Action nicht immer der absolut günstigste ist. Die anderen Discounter, die haben auch teilweise gute Angebote drin. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, bei diesen 2 LED-Taschenlampen, die wir hier haben, die sind echt gut und die kann man auch für den Preis definitiv mitnehmen. Aber ich sage jetzt mal so, Lidl hat die, glaube ich, jetzt auch im Angebot gehabt, diese kleine hier oder auch diese mittlere hier oder die größere, haben sie auch im Angebot gehabt für den gleichen Preis. Also ihr seht, ihr müsst da schon, wenn ihr da noch mehr
Geld sparen wollt, könnt ihr da noch ein bisschen auf dem Markt einfach mal ein bisschen vergleichen und dass die anderen nicht immer teurer sein müssen. Also in manchen Sachen sind sie definitiv teurer, aber in manchen Sachen sind sie gleich oder sogar auch teilweise günstiger. Jetzt tun wir mal unsere IKEA-Tüte runter und wie schon erwähnt, bitte schreibt es mal unten in die Kommentare rein, eure Meinung dazu. Meine Meinung dazu ist einfach, ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Wer billig kauft, kauft zweimal. Stimmt teilweise schon. Ich sage jetzt mal so, es kommt immer darauf an, wie oft man dieses Werkzeug wirklich verwendet. Ich brauche Werkzeug viel öfters als ein Hobbyhandwerker oder Heimwerker und deshalb gehe ich dann schon wirklich eher so auf die Qualitätswerkzeuge. Aber das muss natürlich jetzt jeder für sich selber entscheiden. Jetzt sind wir am Ende des Videos. Die Sachen in der Tüte werden wir uns vielleicht noch mal ein anderes Mal anschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte dem Video einen Daumen da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke auf jeden Fall nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Und ich würde jetzt einfach sagen, schöne Action-Test-Video, Werkzeug-Test-Video aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.